Nachdem gestern die United Health Group ihre Quartalsberichte vorgelegt haben und die Aktie massiv eingestürzt ist, in der Spitze minus 20%, wusste ich muss so schnell wie möglich für euch ein Video rausbringen und die Aktie für euch fundamental bewerten. Ist derzeit Panik am Markt berechtigt oder entsteht hier vielleicht eine richtig gute Einstiegsmöglichkeit? Das alles nach einem kurzen Intro. Pausiert euch bitte den Disclaimer, liest ihn euch in Ruhe mal durch und dann würde ich sagen, legen wir los. Bevor wir in die fundamentale Analyse von United Health Group reingehen, möchte ich 2, 3 Kleinigkeiten mit euch hier aus der Charttechnik besprechen. Wir sehen, dass die Aktie wirklich in der Vergangenheit sehr gut gelaufen ist, hat ein All-Time-High nach dem anderen rausgeholt, ist dann aber in die Seitwärtsphase rübergegangen im Jahr 2022. Dann, kurz vor dem Jahr 2025, hat United Health Group ein All-Time-High von 630 US-Dollar rausgeholt. Dann wurde die Aktie wieder ein bisschen abgestraft, dann ist sie wieder hochgelaufen und dann kam natürlich der altbekannte Zollandrohungskrieg von seitens Donald Trump und schwache Quartalsberichte haben die Aktie richtig einstürzen lassen, in der Spitze minus 62%. Und genau zu diesem Zeitpunkt, das blende ich euch jetzt mal ein, habe ich auch die Aktie in mein Portfolio aufgenommen. Also ich bin selber investiert. Und kurze Zeit später ist die Legende Warren Buffett rausgekommen und hat gemeint, dass Berkshire Hathaway 5 Millionen Aktienanteile gekauft hat zum Preis von 1,6 Milliarden US-Dollar und das hat natürlich die Aktie sehr beflügelt. Sie ist dann hochgelaufen, da habe ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht, mein Gott, warum habe ich nicht ein paar Anteile mehr gekauft? Aber dann ist sie wieder in so eine Seitwärtsphase hier reingelaufen und gestern kam natürlich der Schock. Die Aktie ist in der Spitze minus 20% eingebrochen und da werde ich euch schnell mal das vorlesen, was hier überhaupt der Grund dafür ist. Also erster Punkt, der Hauptgrund für den gestrigen Absturz war ein regelrechter Medicare-Schock. Die US-Regierung hat am 26. Januar 2026, also einen Tag vor den Earnings, überraschend angekündigt, die Erstattungssätze für private Medicare-Pläne für das kommende Jahr nur um minimale 0,09% zu erhöhen, weit weniger als die von Analysten erwarteten ca. 5-6%. Und dann, wie gesagt, kam zusätzlich noch, also das ist der zweite Punkt, zusätzlich verschreckte United Health die Anleger mit der Prognose, dass der Umsatz im Jahre 2026 zum ersten Mal, aufgepasst, seit 1989 leicht rückläufig sein wird, da das Unternehmen unprofitable Märkte verlässt und mit einem Verlust von bis zu 2,8 Millionen Mitgliedern rechnet. Und natürlich, wenn man so etwas hört, entsteht dann riesige Panik am Markt und die Leute verkaufen massiv die Aktie. Aber wenn wir natürlich nach der Philosophie von Warren Buffett gehen und wir auf fundamentaler Basis Aktien bewerten, würden wir uns dann denken, okay, vielleicht bekommen wir die Aktie zum halben Preis. Was ich dazu sagen will, ihr kennt das Spiel, ich bin selber investiert, habe ich euch vorhin schon gezeigt, deswegen solltet ihr meine Analysen wirklich mit großer Vorsicht auch betrachten. Ihr kennt das Spiel, wenn jemand selber investiert ist, dann wird er sich vielleicht die Aktie hier schöner reden, wie sie in Wirklichkeit ist. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden. Wir gehen jetzt in die Rohdaten und schauen wir uns fundamental United Health Group an. Wir fangen immer unsere Analyse mit den Marktdaten an und dann sehen wir, dass die United Health Group derzeit bei 282 US-Dollar gehandelt wird. Das sind umgerechnet 236 Euro. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 256 Milliarden US-Dollar und ein Kursgewinnverhältnis von unter 15. Übrigens, ein KGV war immer von hoher Bedeutung bei der Berechnung von Aktien für die Legende Peter Lynch. Dann haben wir Gewinn je Aktie auf die letzten 12 Monate bei 19,17 $. Wir haben eine Dividende von 8,52 $ und eine Dividendenrendite von 3,01%. Dann beim 52-Wochen-Hoch und Wochentief sehen wir, dass wir uns derzeit wirklich im unteren Drittel der zwei Werte befinden und nach der Kategorie von Peter Lynch habe ich das Unternehmen unter Stalwarts eingestuft.
Beim Basisjahr habe ich das Jahr mittlerweile 2025 hergenommen, obwohl wir noch den offiziellen Jahresbericht nicht bekommen haben. Den werden wir in den nächsten Tagen bekommen, aber die Daten stehen schon mal fest und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich schon das Jahr 2025 her. Und übrigens, warum nehmen wir immer die Jahresberichte für unsere Berechnungen her? Da gehen wir nach der Philosophie von der Legende Warren Buffett, der schon immer erwähnt hat, dass kurzfristige Schwankungen in den Quartalsberichten sollte man mehr oder weniger ignorieren, sondern sich auf das geglättete Bild eines Jahresberichts beziehen. Und beim Beta sehen wir, dass wir einen Wert von 0,42 haben. Also bedeutet es, dass wir theoretisch schwächer schwanken wie der Gesamtmarkt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Vergangenheit mal rein, schauen wir uns dort die Daten an, was hat dementsprechend United Health Group hier abgeliefert. Fangen wir mit dem Wachstum vom Umsatz an. Da sehen wir ein Umsatzwachstum von 11,7% von 287 Milliarden auf 447 Milliarden. Das EBITDA ist leicht zurückgegangen um 0,3% von 26 Milliarden auf 24 Milliarden. Übrigens, ihr könnt euch hier auf der rechten Seite die Wachstumsdaten mal anschauen, was hier dementsprechend United Health in den letzten Jahren hinbekommen hat. Und dann sehen wir beim Net Income auf 5 Jahre einen Rückgang um 3% von 17 Milliarden auf 13 Milliarden. Auch das EPS ist hier leicht gefallen um 0,7% von 18,08 $ auf 15,48 $. Free Cashflow ist sehr stark gefallen um 4,3% von 19 Milliarden auf 16 Milliarden, aber die Buyback-Rate ist in meinen Augen sehr positiv hier anzurechnen, denn da sehen wir, dass United Health Group hier kontinuierlich eigene Aktien zurückkauft. Dann sehen wir beim Buchwert einen schönen Anstieg von 7,7% von 75 Milliarden auf 99 Milliarden und bei den Shares Outstandings, da sehen wir, dass der Wert hinten raus negativ ist, also für uns Anleger sehr positiv anzusehen. Da sehen wir, dass die Stückanzahl an den Aktien von 941 Millionen auf 901 Millionen gesunken ist und das ist natürlich, wenn jetzt der Gewinn auf weniger Aktien verteilt werden muss, dann wirkt sich das positiv für uns Anleger aus. Und noch ein schöner Punkt ist halt die steigende Dividende. Da sehen wir auf 5 Jahre 12% Anstieg von 5,70 $ auf 8,52 $. Und dann würde ich sagen, sind wir mit der Vergangenheit fertig. Jetzt gehen wir in die Zukunft rein und dann schauen wir uns an, was mein Modell hier für einen fairen Wert uns ausgibt. Ich berechne für die Zukunft in meinem kombinierten Master Key immer mit 3 verschiedenen Modellen die Aktien durch. Einmal mit der Discounted Cashflow Variante nach der Legende Warren Buffett, die PEG Variante nach Legende Peter Lynch und das Enterprise Value EBITDA Ratio. Und das mache ich aus dem Grund, dass ich mich nicht nur auf ein einziges Modell hier verlassen muss und somit ein sehr geglättetes Bild bekomme. Und trotzdem bekommt die DCF-Variante unter den Wahrscheinlichkeiten die höchste Gewichtung mit 50%, weil in meinen Augen einfach die DCF-Variante die stärkste Modellierung ist zur Bewertung von Aktien. Was ich hier aber dazu sagen muss, ich habe alle 3 Szenarien mit 3 verschiedenen Varianten durchgerechnet. Einmal mit der konservativen, moderaten und der optimistischen Bewertung. Da habe ich Wachstumsraten zwischen 8 und 12 hergenommen und die 8%ige Berechnung hat hier auch eine 50%ige Gewichtung bekommen. Das heißt, ich bin wirklich sehr konservativ bei dem geblieben, was ich hier errechnen wollte. Und dann sehen wir beim aktuellen Aktienkurs von 282 US-Dollar ist mein gewichteter fairer Wert mit knapp 420 US-Dollar unterbewertet mit 48% und kombinierter MOS-Preis, also Margin of Safety Preis, sehen wir, dass wir hier mit über 18% auch ebenfalls unterbewertet sind, also 335 US-Dollar. Und dann sehen wir hier unten, dass ich noch im Master Key eine abflachende Wachstumskurve hernehme. Das mache ich bei allen Unternehmen so, obwohl ich hier bei der United Health Group deutlich konservativer an die Sache rangegangen bin. Denn wir müssen, wie gesagt, hier sehr vorsichtig an die Sache rangehen.
Und ich habe mir aber auch im Internet mal durchgelesen, was andere Analysten so schreiben, und die gehen wirklich von einem 5-Jahres-Wachstum zwischen 12 und 14% aus. Und da sehen wir, dass ich hier deutlich konservativer an die Sache rangegangen bin. Und dann gehen wir jetzt mal zu der Checkbox rüber, schauen wir uns dort die letzten Daten an, und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ergebnis. Jetzt kommen wir langsam zum Ergebnis, und in meiner Checkbox hat United Health Group 5 von 7 Punkten abgeräumt. Beim EPS-Wachstum sehen wir einen negativen Aspekt, dass wir die 10% Hürde hier leicht nicht geschafft haben, ist aber eigentlich nicht so ganz dramatisch. Beim ROIC-Wert, da sagt man, okay, über 15% ist wunderbar, aber auch mit 8,27% kann man sagen, ist United Health hier im Marktdurchschnitt. Und jetzt zusammenfassend lässt sich sagen, ja, wir haben aktuell einen Gegenwind durch die Politik und steigende Kosten. Aber wenn wir uns die nackten Zahlen ansehen, ist hier definitiv eine fundamentale Maschine intakt. Und Punkt Nummer eins: Wir würden theoretisch ein Qualitätsunternehmen mit fast 50% Rabatt hier zum fairen Wert kaufen. Zweiter Punkt ist, dass wir, wenn wir sogar die konservativen Wachstumsraten, welche ich hier gewählt habe, zwischen 8 und 12%, da landen wir sogar hier deutlich unterbewertet. Und Punkt Nummer drei: Wir bekommen eine Dividende, die seit Jahren zweitstellig wächst, und eine sinkende Aktienanzahl, die unseren Anteil am Unternehmen jedes Jahr wertvoller machen. Und das Ergebnis: United Health ist für mich aktuell auf gar keinen Fall ein Sell. Also ich werde hier definitiv die Finger vom Verkaufsbutton fernhalten, sondern man kann sagen, es ist ein klassischer Buffett-Trade. Kaufe ein wertvolles Unternehmen zu einem hervorragenden Preis, hat er öfter mal gesagt, wenn andere Angst haben. Und deshalb, ich werde, denke ich mal, hier nochmal nachlegen, falls der Kurs in den nächsten Wochen weiterhin so weit unten bleibt. Aber wie gesagt, am Ende des Tages bleibt es eure Entscheidung, ob ihr die Aktie kauft oder nicht. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn wir was Neues bewerten. Ciao, ciao.